Hi, na, seht ihr, wie ich euch direkt in die Augen schaue, direkt in eure Seele? Na, ich muss euch enttäuschen, eigentlich gucke ich euch gar nicht an. Eigentlich macht das eine KI und ich gucke eigentlich so ganz woanders hin. Und nochmal mit. Es ist schon sehr beeindruckend und natürlich ist es perfekt dazu geeignet, Lehrer zu bambuseln, wenn man mal wieder Online-Unterricht hat. Aber es ist natürlich auch ganz geil für Leute, die streamen oder für einfach Menschen, die öfters mal in Meetings sitzen und, sagen wir mal, vielleicht mit den Gedanken irgendwo abwesend sind. Und jetzt sehen wir auch schon die ersten Punkte, warum das Ding noch in der Beta ist, warum es noch nicht perfekt funktioniert. Ich mache mal kurz die Augen zu. Achtet auf meine Augen. Ich rolle meine Augen nicht wirklich so. In Wahrheit sieht das einfach so aus. Ja, genau. Also, es braucht eine Weile, um quasi wieder nach dem Augenschließen zu erkennen, dass ihr sie zu hattet und dann wieder das Ganze richtig zu stellen. Dadurch verschwimmen die Augen immer so ein bisschen. Auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier hochgucke, irgendwo ist der Punkt erreicht, da funktioniert es nicht mehr, wenn meine Brille zum Beispiel zu stark spiegelt. Da. So, da gucke ich dann irgendwo anders hin und da gucke ich tatsächlich hin. Also sieht dann so aus. Da passiert dann gar nichts mehr. Während wenn ich hier zurückgehe, dann blinken die Augen wieder zurück. Ich will euch aber noch einen zweiten Trick zeigen, der mit demselben Tool funktioniert und eigentlich auch schon sehr viel zuverlässiger funktioniert als das. Und zwar den Hintergrund zu entfernen. Das sieht dann so aus, da habe ich nichts mehr hinter mir. Das ist, als hätte ich einen Greenscreen, nur halt einfach so for free. Und das ist sehr, sehr praktisch, vor allem für Streamer, aber auch für Leute, die einfach keinen Bock haben, dass man den Hintergrund sieht. Und man sieht hier leichte Fehler, weil ich natürlich mit dem Hintergrund auch relativ eins bin. Ja, hinter dem Stuhl manchmal so ein bisschen. Ich kann es nicht immer triggern. Da, habt ihr es gesehen? Da so zwischen mir und dem Stuhl. So. Und, genau, das passiert manchmal einfach, dass es da nicht perfekt ist. Aber es ist schon sehr, sehr gut. Und es ist eigentlich fast so gut wie die Greenscreens, die ein Streamer meistens hinter sich stehen hat, weil die halt meistens nicht perfekt ausgeleuchtet sind. So, das ist also jetzt wahrscheinlich die einfachste Wahl, falls ihr irgendwie anfangen wollt mit all diesen Sachen oder falls ihr auch einfach Sachen hinter euch haben wollt. Es gibt natürlich noch andere Effekte, wie zum Beispiel die Hintergrundunschärfe. Die ist deutlich besser als das, was die meisten Leute bei Zoom-Meetings oder Microsoft Teams-Meetings benutzen. Das sieht da einfach meistens fürchterlich aus. Das könnt ihr im selben Tool machen. Ich zeige euch diese beiden Effekte, den Rest findet ihr auch selber raus, ist nicht so kompliziert. Und ja, ich zeige euch mal, wie das Ganze in Action aussieht. So, hier seht ihr, hinter mir ist nichts mehr. Ja, ich bin hier unten, das sieht wahrscheinlich sehr weird aus für euch. Dieser kleine Bobbel hier unten. Ich mache mal was anderes im Vordergrund. So, ich bin hier unten, obwohl ich eigentlich einen Hintergrund habe. Wenn ich Hintergrund entfernen ausmache, seht ihr den Hintergrund wieder. Ansonsten seht ihr ihn einfach nicht. Auch beim Augenkontakt, den habe ich euch ja schon gezeigt. Und das ist super, super praktisch. Und ja, ist eigentlich auch schon seit einer Weile verfügbar. Aber ich wollte es euch jetzt mal endlich vorstellen. Das Ganze funktioniert eben einmal mit dem Augenkontakt-Feature, so heißt das, super griffiger Name und natürlich Background Blur und Vignette haben wir auch als Funktion. Und Vignetten oder Vignette-Filter ist halt eigentlich bloß ein ganz cooles Gimmick, falls ihr mal irgendwann ein Horror-Game Let's Playen wollt. Einmal kurz so machen, dann sieht man es besser. Das ist so dieser Spooky-Effekt. Nicht so dramatisch. Also, Augenkontakt, hier sind wir. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen einmal die NVIDIA Broadcast App. Einmal das hier runterladen, dann bekommt ihr eine ausführbare Datei, nämlich die NVIDIA Broadcast Datei und die könnt ihr einfach installieren. Ihr braucht allerdings eine NVIDIA Grafikkarte dafür. Speziell für das Augenkontakt und das Vignetten-Feature braucht ihr eine RTX 20 irgendwas, 30 irgendwas oder 40 irgendwas. Und falls dann irgendwann mal die 5er-Serie rauskommt, da natürlich dann auch dabei wahrscheinlich. So, wenn ihr das runtergeladen und hier einfach installiert habt, ist es wirklich super straightforward. Ihr könnt hier einfach draufklicken, Go, und dann passiert das quasi automatisch. Es muss ein bisschen was runterladen, aber es ist sehr, sehr schnell fertig und wirklich kein Problem. Wenn ihr das alles gemacht habt, wollt ihr den zweiten Link anklicken, dann steht hier Broadcast SDK Resources. Und mit diesem Broadcast SDK könnt ihr natürlich das Ganze auch per Code ansteuern. Das würde funktionieren für die Programmierer unter euch. Ihr könnt aber auch ganz einfach sagen, ey, ich will den Videoeffekt in meinem Broadcast Studio drin haben, sprich hier drin haben und ihn dann verwenden. In meinem Fall müsste ich jetzt also diese Datei runterladen, weil ich habe eine RTX 3090. Das heißt, ich brauche den Link hier, während die mit einer 20er-Reihe brauchen natürlich den und die mit einer 40er brauchen den hier. Auch das ist eine ausführbare Datei, die ihr einfach runterladen und ausfüllen könnt. In dem Fall ist die sogar mehr als 10-mal so groß wie die normale Broadcast-Datei. Das SDK ist richtig groß.
aber die Broadcast lädt auch noch einiges runter, also keine Sorge. Und dann wollt ihr erstmal hergehen und hier unten in den Nvidia Broadcast Teil reingehen. Mikrofon und Lautsprecher könnt ihr deaktivieren, also nachdem ihr es gestartet habt, bitte. Mikrofon und Lautsprecher können wir deaktivieren, wollen wir eigentlich nicht benutzen. Die Kamera hingegen wollen wir benutzen, deswegen muss hier ein Haken dran sein. Okay, das geht leider nur hier unten, also nicht über die Settings hier oben, zumindest aktuell gerade nicht. Kann natürlich sein, dass sie das noch ändern. So, und dann wechseln wir einmal hier auf den Reiter Kamera und hier wählen wir die Kamera aus, die wir immer als Eingabe benutzen. Die OBS Virtual Camera wäre quasi das, was ich immer benutze, aus OBS raus, sprich, das würde euch das hier zeigen, dann kriegen wir solche tollen Effekte wie das hier. Woo! Tut mir leid, ich brauche ein bisschen Spaß bei den Aufnahmen. Und deswegen benutzen wir hier die Game Capture 4K 60 Pro MK2. Das ist der Grund, warum ich immer noch nicht auf Linux bin. Weil die immer noch keinen Treiber rausgebracht haben. Anschließend, der Game Capture liefert zwar 4K-Eingaben, deswegen kann ich hier bis 4K auswählen. Leider liefert die Kamera über HDMI nur 1080p. In den Aufnahmen sind es trotzdem 4K. Wenn ich richtig aufnehme, also immer sonntags und freitags, dann sind das immer die 4K-Aufnahmen. Aber hier geht leider nur 1080p. So, dann können wir genau das hier einbauen, also 1080p. Wir können 59 FPS nehmen oder 24. 24 Frames pro Sekunde reichen eigentlich in dem Fall aus. So, hier gibt es den ersten Effekt zum Auswählen, den hier unten habt ihr noch nicht. Das sollte bei euch so aussehen. Und hier könnt ihr einfach mal das Hintergrund entfernen einbauen. Und hier würde ich euch empfehlen, auf die Qualität zu gehen. Die Leistung, dann braucht es zwar ein bisschen weniger Leistung, aber man sieht es nicht so sehr, ne? Aber es passiert häufiger mal, dass man damit dann Probleme bekommt. Deswegen gehe ich hier immer auf die Qualität, damit das halt schöner aussieht. So, das zweite ist, wir wollen natürlich noch einen Effekt und wir wollen nicht den Autobildausschnitt, das sieht meistens sehr seltsam aus, sondern wir wollen hier den Augenkontakt Beta haben und den schalten wir an, dann gucken wir plötzlich immer in die Kamera. Und ja, das kann die Leistung beeinträchtigen, das merken wir auch. Das braucht einiges an Leistung. Aber jetzt haben wir alles soweit gesetupt, jetzt müssen wir das aber noch irgendwie hier reinkriegen. Das ist OBS und das zeige ich euch am besten auch mal hier unten, allerdings ohne das Bild. Ich mache das mal etwas kleiner, so, damit es nicht mehr so stark sichtbar ist. Okay, also zunächst einmal, wenn wir hier aufnehmen, wollen wir hier Nvidia Broadcast als Kamera haben. Das ist in dem Fall die Kamera hier. Ich habe hier natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann meine normale Blackmagic Kamera haben oder ich kann die Nvidia Broadcast Kamera haben und naja, die eine ist quasi verändert, das, was direkt aus meiner Kamera rauskommt. Die andere ist eben das, was aus meiner Kamera rauskommt, in Nvidia Broadcast reingesteckt und dort nochmal verändert, sodass wir diesen Effekt hier bekommen, sprich keinen Hintergrund. Wenn ich keinen Hintergrund hier drauf haben möchte, muss ich komische Magie anwenden, die möchte ich nicht anwenden. Dementsprechend macht es mehr Sinn, hier das auszustellen für mich und eine neue Quelle hinzuzufügen, sprich hier einfach eine Videoaufnahmegerätquelle. Ihr geht dann hier auf Neu erstellen und dann sagen wir hier Broadcast Tutorial. Okay. Und hier können wir dann eine Kamera auswählen. Das kann ich euch jetzt gerade nicht mehr zeigen, ne? Ich muss mal kurz die Aufnahmegeräte switchen. So, hab's wieder hingekriegt. Genau, ihr wollt, also ich habe das jetzt einfach mal hier kurz deaktiviert, sonst seht ihr nichts mehr. Und ihr wollt hier nicht natürlich die Game Capture 4K 60 Pro MK, das ist quasi meine Kamera als RAW-Eingabe. Ihr wollt auch nicht die Elgato Game Capture oder OBS Virtual Kamera, sondern ihr wollt die Kamera von Nvidia Broadcast haben. Das ist die Kamera, die aus Nvidia rauskommt und da sehen wir, aha, der Hintergrund verschwindet einfach. Und hier könnt ihr jetzt natürlich noch kleinere Sachen anpassen. Das kann man aber eigentlich komplett so übernehmen. Wir klicken hier einmal auf OK. Und schon sehen wir hier, aha, meine Kamera ist da und ich bin noch einmal mehr gespawnt. So, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum habe ich so eine andere Farbe hier, wie ich sie hier habe? Die Farben hier stimmen ja offensichtlich nicht überein. Das sind nicht dieselben Farben. Naja, das liegt ganz einfach daran, dass ich auf meine Kamera ein LUT angewendet habe. Das ist ein Ding, das habe ich hier auf diese Kamera draufgetan. Auf diese Kamera hier allerdings nicht. Ja, also auf die Broadcast-Kamera habe ich das nicht draufgetan. Während auf die normale Kamera, auf meine Broadcast-Kamera, die ihr die ganze Zeit gesehen habt, sprich die hier, da habe ich das draufgetan. Auf die neu hinzugefügte ist das noch nicht dabei. Deswegen mache ich die nochmal kurz weg und wir gucken uns das hier einmal ganz kurz an. Wir gehen hier
auf die neue Broadcast-Kamera, machen einen Rechtsklick, gehen hier auf Filter und dann wollen wir hier unten einen Effekt hinzufügen. Das nennt sich ein LUT anwenden. Das muss ich bei meiner Kamera machen, wenn meine Kamera von Haus aus natürlich eher rohes Material baut und nicht die Farben so knallig sind. So, gehen hier auf LUT anwenden, klicken hier auf LUT anwenden und dann müssen wir einen LUT suchen. Ihr könnt online sehr, sehr viele LUTs finden. In meinem Fall hatte ich Glück, denn ich habe hier zum Beispiel, jetzt muss ich mich kurz hier wegmachen, das ist unser Schnittprogramm. DaVinci Resolve. Bei DaVinci Resolve sind einige LUTs schon dabei. Das Programm kostet an sich auch nichts und die benutze ich eigentlich immer. So, das bedeutet, ich habe hier einfach gesagt, ey, ich mache das mal ganz kurz, um euch den Unterschied zu zeigen mit der hier. Ich habe hier einmal, auf Filter wollte ich klicken. Bei LUT anwenden steht hier einmal die Blackmagic Design. So, ich gehe mal hier auf Durchsuchen. Die findet ihr unter C, Programme, Blackmagic Design, das ist quasi mein Kamerahersteller, aber auch der Hersteller von DaVinci, also meinem Schnittprogramm, DaVinci Resolve, Support, LUT und dann steht hier Blackmagic Design und hier können wir uns ein LUT aussuchen. Das kann man einmal durchprobieren, welches euch da am besten gefällt einfach. In meinem Fall war das 4K Film to Extended Video Version 4.cube. Das kann man. Ups. So, da bin ich hier. Das sieht man jetzt hier. Von den Farben sieht das eigentlich, finde ich, am besten aus. Und ich finde es auch ziemlich zuverlässig, soweit. Ja, also es sieht einfach ganz gut aus. Es macht einfach Farbräume ein bisschen anders. Es stretcht ein kleines bisschen und danach sieht alles ein bisschen, besser aus. Wo bin ich hin? Genau, hier bin ich. Okay. Ja, das war ein Video, das ich mit OBS aufgenommen habe, während ich euch OBS zeige. Das war eine weirde Angelegenheit, das werde ich nicht nochmal machen. Nächstes Mal nehmen wir ein anderes Aufnahmeprogramm. Mal gucken, ob es gut geworden ist. Ich schaue mal im Schnitt nach und sagt mir Bescheid, ob euch sowas helfen kann. Wie findet ihr solche Tools wie Nvidia Broadcast? Sagt ihr, spannend, wenn du uns sowas vorstellst, oder sagt ihr, ey, das brauche ich auf gar keinen Fall? Würde mich interessieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.